Das neue RXC. Kompromisslose Rennmaschine und maximale Verstellbarkeit. Heute schauen wir uns das Modular Headset an. Was genau kann ich damit einstellen? Mithilfe dieser beiden Cups hier kannst du deinen Lenkwinkel bzw. deinen Reach anpassen. Das heißt, du kannst deinen Reach um plus minus 5 mm verlängern oder verkürzen und du kannst deinen Lenkwinkel um 0,5 Grad steiler oder flacher machen. Also ich habe jetzt die Möglichkeit, meinen Reach zu verkleinern oder zu vergrößern. Was genau bringt mir das? Der Vorteil liegt darin, dass du freier in der Auswahl deiner eigentlichen Rahmengröße bist. Das heißt, wenn du zwischen einer Rahmengröße L oder XL zum Beispiel schwankst, kannst du über das Modular Headset, das den Reach einstellt, dich für die Rahmengröße entscheiden, die für deinen Fahrstil dir am meisten Vorteile bringt. Das heißt, du kannst einen XL-Rahmen fahren und profitierst von der Laufruhe oder du kannst einen L-Rahmen fahren und profitierst von etwas mehr Agilität. Und durch den Reach-Set kannst du das trotzdem auf deine Körpergröße anpassen. Nun zum Lenkwinkel. Was genau bewirkt es für mich, wenn ich den Lenkwinkel steiler oder flacher mache? Ein steilerer Lenkwinkel ermöglicht dir in flacherem Gelände oder technischen Uphills ein direkteres Fahrgefühl und ein schnelleres Einlenkverhalten. Andersherum bietet dir ein flacherer Lenkwinkel in High-Speed-Downhill-Situationen oder sehr steilen Bergab-Gelände mehr Sicherheit und Laufruhe. Ja, ein bisschen mehr Reach auf meinem größer L-Bike hier wäre schon ziemlich nice. Wo genau bekomme ich so ein Modular Headset? Die verschiedenen Modular Headset Cups kannst du bei unserem Partner Acros Components in deren Online-Shop kaufen. Den Link dazu findest du bei uns auf der Produktseite. Okay, wie montiere ich dann mein Modular Headset? Zuerst demontierst du den Vorbau und die Gabel. Anschließend kannst du deine montierten Modular Headsets herausnehmen und die neuen verbauen. Hier beim Reach Adjust Headset haben wir zwei Pins. Diese werden zueinander zeigend montiert und müssen mit der Bohrung im Lagersitz fluchten. So montiert hätten wir bei diesem Rad jetzt 5 mm mehr Reach. Oder in dieser Position hättest du jetzt 5 mm weniger Reach. Beim Einbau der Angle Adjustment Cups ist zu beachten, dass die Pins auf der Unterseite mit den entsprechenden Bohrungen hier im Lagersitz im Rahmen zusammenkommen. Auf der Oberseite befindet sich eine kleine Nase. Diese sollte auf den Cups immer entgegengesetzt montiert werden und zeigt an, ob ihr gerade einen flacheren oder einen steileren Lenkwinkel fahrt. Zeigt die Nase im oberen Cup nach vorne, fahrt ihr einen steileren Lenkwinkel, zeigt sie nach hinten, fahrt ihr einen flacheren Lenkwinkel. In diesem Fall wollen wir einen steileren Lenkwinkel, das heißt die obere Nase zeigt nach vorne und die untere Nase wird nach hinten zeigend montiert. Anschließend kannst du die Gabel wieder montieren, Vorbau montieren und bist bereit, eine Ausfahrt zu machen. Alles klar, so viel zu den Modular Headsets. Wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, schreibt uns gerne unten in die Kommentare.